Ja, liebe Sportsfreunde, was mich besonders erfreut ist für mich, dass ich jetzt das Interesse durch meine Praxisbezogenheit als Berater und Betreuer und Versorger, ja, dass das momentan doch sehr gefragt ist, um die Leistungsfähigkeit herbeizuführen. Zunächst mal mein Werdegang war die Faszination über den Brieftaubensport. Das Wettflugverhalten und die Leistungsfähigkeit, die außergewöhnliche Ausdauerbelastung der Brieftaube, das hat mich einfach immer wieder zu einer gewissen Faszinierung geführt. Wenn ich dann denke, die ersten Anfangsjahre, die ersten 2 Jahre, trotz Stammtischbesuche, Literatur und Forums, es war leider alles vergebens, falsche Infos. Ich versuchte alles, ja, zumindest mal zu 99% gerecht zu werden für eine gewisse Leistungsfähigkeit. Aber der Erfolg nach 2 Jahren war so enttäuschend. Da war ich dann auf dem Scheideweg. Machst du weiter, ja oder nein? Und dann kam mir über Nacht die Idee, du bist so fasziniert von dem Brieftaubensport, dass du einfach dir jemanden suchst, der dir eine gewisse Hilfestellung gewährleisten kann. Ja, und dann bin ich auf einen Namen gekommen, ein Sportsfreund. Willi Schäfer von Wiesbaden war der auch über 30 Jahre sehr extrem und beständige Erfolge vorzuweisen hatte. Und durch meine Philosophie war er so begeistert von meiner Denkweise, dass er eben seinen Freund, den Altpräsidenten Erich Heinemann und seinen Freund Paul Schneidersmann kontaktierte und erzählte von meiner Person. Und nach der Zusammenkunft und intensive Diskussionen, ja, waren die begeistert von meiner Philosophie und haben gemeint, sie müssten mich eben in der Praxis fördern. Und das war der Anfang, ja, zu der gewissen Leistungsexplosion, was mich eben doch zu hohen Ehren geführt hat. Und ich bin stolz darauf, dass ich diese Bekanntschaften eben begegnen durfte. Und seitdem sehe ich den Brieftaubensport von einer ganz anderen Seite, als was man von Stammtische oder auch selbst sogar von Forums überhaupt eben erfahren hat. Es war für mich jedenfalls alles enttäuschend. Und der Ablauf überhaupt von dem ganzen Versorgungspraktiken war ich doch sehr erstaunt, in welcher Vielfalt es damals schon in den 70er Jahren und vorweg schon ab Mitte 50er Jahre, was diese Leute eben für die Leistungsförderung getan haben. Mit welchen Mitteln. Und da war vor allen Dingen für mich immer wieder erstaunlich,
dass sie immer die Siegertaubenpalette, die Produkte von dem Siegertaubenlabor immer wieder eben mit herangezogen haben, weil sie von der Qualität sehr, sehr beeindruckt waren und auch überzeugt waren. Die dann eben die Firma Klaus ja übernommen hatte. Und ja, ich bin da eigentlich auch sehr vorbelastet durch diese, vor meiner Zeit, diese 30-jährige Praxiserfahrung. Und die hat mich eben sehr geprägt in der gesamten Versorgung für die ganze Zukunft. Viele später, die ich dann betreut hatte, und dann hat man mir nachgesagt, ja, der Heinrich Schranz mit seinen 10 verschiedenen Dosen, so muss ich das formulieren, war ein sehr großes Unverständnis. Ne? Und wie man in der Taubensprache sagt, ja, das ist alles so viel und das, aber die Leute haben sich noch nie richtig mit beschäftigt, wie man eben die Leistungsfähigkeit herbeiführt. Die Grundlage zum Erfolg ist für mich persönlich eine gewisse Langfristigkeit und gute Kombination. Gesunderhaltung sowie der Leistungssteigerung von Brieftauben durch diese jahrelange praktische Erfahrenswerte mache ich mir gern zunutze. Mein Ziel war es immer, Spitzenpreise, Schnelligkeit zum Vorausfliegen herbeizuführen. Vor allen Dingen sollte sich jeder mal überlegen, dass man die Ziele erreicht, habe ich aber auch nicht vergessen, dass die Götter vor den Erfolg auch den Schweiß setzten. Damit die Tauben auch gute Leistungen erbringen können, ist es für mich wichtig, dass sie ausreichend mit Vitamine, Aminosäuren und Mineralien durch eine intensive Jahresversorgung verabreicht bekommen. Leistungsstarke Brieftauben verlangen eine optimale Ernährungsstrategie, besonders im Wettflugsport. Da wird den Brieftauben in kurzer Zeit eine außerordentliche Stoffwechselleistung abverlangt. Und deshalb ist es sehr wichtig, die intensive Zuführung von Nähr- und Mineralstoffen ist für mich eine sehr große Bedeutung. Was ich natürlich auch sehr berücksichtige, ist natürlich auch zum Beispiel die Gesunderhaltung oder eben besser gesagt, eventuell kranke Tauben, in Anführungsstrichen, haben eben für mich ein Recht auf eine tierärztliche Betreuung. Und der gewisse Umgang mit Tierarzneimitteln betrifft mich nur für mich nicht nur der Tierarzt, sondern auch der Züchter. Beide tragen eine große Verantwortung, wenn es um die sorgfältige Therapie geht. Durch die jahrzehntelange freundschaftliche Beziehung
und die hervorragende Beratung und auch die Betreuung in jeder Beziehung danke ich heute Dr. Henk de Werd für die jahrelange extreme Leistungsfähigkeit und eine Top-Gesundheit durch sein Fachwissen auf diesem Gebiet herbeigeführt zu haben. Mein Werdegang war nach der beruflichen Beendigung, habe ich anfangs schon gesagt, hat mich der Taubensport unheimlich fasziniert. Und durch diese Erfahrenswerte von den vorher genannten 3 Leuten, die mich geprägt haben, Willi Schäfer, Erich Heinemann und Paul Schneidersmann, kam auf einmal dann für mich ein Topschlag, der mich Interesse an meiner Person hatte. Das war eben für mich persönlich einer der Deutschlands führende Top-Schlag, Günter Nies. Und ich war erstaunt, welche Handlungsfreiheit er mir überlassen hatte, dass ich eben alles neu aufbauen sollte. Vor allen Dingen, ich vergesse nie die Worte, wie er mir sagte, du hast 3 Jahre, brauchst du, bis du das aufgebaut hast. Ich war erst ein bisschen erstaunt über die Äußerung, weil die Schläge alle voll besetzt waren. Diese Tiere, die ihn zu Ehren geführt hatten, die hatten mittlerweile ein gewisses Alter erreicht. Und deshalb war es eben, ja, zu der Aussage gekommen, dass du 3 Jahre brauchst für den Neuaufbau. Aber durch die ganze Versorgungsstrategie und das Vertrauen, was er mir entgegenbrachte, hatte ich eben zur damaligen Zeit meine Erfahrenswerte eben so eingebracht. Und siehe da, ich sage immer, zu einem großen Züchter kann jeder gehen, aber wenn man bestehende Erfolge übertreffen tut, dann sollte man sich mal Gedanken machen, ob diese Strategie falsch oder richtig ist. Und meine Handlungsfreiheit habe ich eben klar zum Ausdruck gebracht, dass ein gewisses Budget muss vorhanden sein für diese gewissen Produkte, was von meiner Seite sehr vonnöten ist. Und dass eben auch dann die tägliche Top-Versorgung auch so angewendet wird. Ich arbeite sehr viel auch auf natürlicher Basis. Wenn ich dann denke, auch so das erste Schmunzeln, wie meine Vorgehensweise war, ob ich mit Tee gearbeitet habe oder die normalen, üblichen Früchte wie Orangensaft oder Grapefrucht oder Zitrone in Verbindung mit Honig, Traubenzucker zur Geschmacksverstärkerung oder dann die Teesorten, wo ich ganz erstaunt war, dass man den Tee
Sasaparilla zum Beispiel überhaupt nicht kannte. Ich habe den auch auf dem ganzen Angebot von der Industrie noch nie entdeckt, dass irgendwo bei einer Mischung Sasaparilla drin war. Sasaparilla in Verbindung mit Kamille, mit Pfefferminz, mit Honig, Traubenzucker war für mich immer der entscheidende Effekt für eine super Entschlackung, weil ich mir immer gesagt habe, die Gesundheit, so bin ich geprägt worden, als erstes kommt immer über den Darm. Und da war es mir ist mir immer sehr daran gelegen, dass das immer die erste Vorgehensweise war. Und ich habe mir gesagt, man muss nicht immer nur Medizin anwenden, man kann es auch auf natürliche Weise auch herbeiführen. Aber das ist ein längerer Entwicklungsprozess, nur man muss auch die Geduld dazu haben. Ja, und ich könnte jetzt noch viel mehr dazu sagen, aber ich will es jetzt nur oberflächlich belassen. Und zwar meine Vorgehensweise von der Gesunderhaltung ist eben nach den jahrzehntelangen Erfahrenswerten von meinen Lehrmeistern, dass man eben erstmal eine gewisse Darmreinigung vollzogen hat, des Weiteren eine Kur für den Wurmbereich. Später bin ich etwas zurückhaltender gewesen, weil ich gesagt habe, wenn keine Würmer festgestellt werden, warum machst du das dann überhaupt? Das Mittel, was ich eingesetzt hatte, sollte auch noch zusätzlich zur Reinigung der Darmwände herbeigeführt werden. Das nächste stand dann an mit dem Coccidien. Coccidien habe ich dann behandelt mit Sulfamonide als erstes und später mit Ambrolium. Und dann kam eben nach wie vor dann der Paratyphus Salmonella-Stämme, die ich dann auch behandelt habe. Aber die Behandlungen erfolgten immer in einer Jahreszeit, wo keine weitere Anstrengung vorlag, also von Freiflur oder was, praktisch von Dezember bis Ende Januar. Und dann habe ich eben den Atmungstrakt herangezogen mit verschiedenen Wirkstoffen. Ich habe auch damals schon mit Nasetropfen, aber auf Kräuterbasis gehandhabt. Und das habe ich eben, wie gesagt, wöchentlich durchgezogen über das ganze Jahr. Das waren eben immer Auszüge, wo ich auch mich durch ärztliche Seite auch informiert hatte, dass es keine negativen Einflüsse auf die Schleimhäute hat. Mir ging immer das Bakterielle, das war von mir immer der große Bedeutung, dass man das einfach bekämpfen muss. Weil eben für mich die Brieftaube oder das geflügelte höchste bakterielle Befall eben vorzuweisen hat. Abgesehen von der Hygiene, wo ich auch immer einen großen Wert drauf gelegt habe, aber alleine durch die Hygiene kann man das leider nicht verhindern, sondern man muss dann eben auch eingreifen. Dann hatte ich, das muss ich einfach noch erwähnen, durch eine Stammtischfreundschaft mit meinem Freund
Bernd Eichler, der heute 2 Apotheken betreibt, oder zusätzlich noch ein Tierarzt, der Dr. Tirell. Er ist eben jetzt nicht der Geflügelspezialist, sondern durch das freundschaftliche Verhalten hat er mir immer wieder verschiedene Sachen oder über verschiedene Sachen informiert, was eventuell positiv sich auswirken würde. Und so hatte ich immer einen großen Bezug zu vielen anderen Sachen, die eben zur Gesunderhaltung oder zur Leistungssteigerung sich eben positiv ausgewirkt hat. Und die tägliche Versorgung, das ist für mich einfach das A und O. Und zwar, man spricht immer von einem gesunden Immunsystem. Wenn ich dann eben intensiv mal mit Leuten über das Immunsystem gesprochen habe und im Nachhinein dann gefragt habe, wie stärkt man das Immunsystem? Ja, da war die Zeit umsonst gewesen, die Gesprächszeit. Weil sie mich dann alle entsetzt angeguckt haben, habe ich gesagt, war ich so undeutlich, das zu erklären. Es gibt ja nur 2 Worte für mich, das Immunsystem. Da lege ich eben großen Wert drauf. Durch die Mineralien und die Vitamine. Das bei allen Lebewesen ist es so. Dann hat man Leistungsfähigkeit, dann hat man eben Abwehrstärke. Und auch wir Menschen, wenn man überlegt, versorgen wir uns vor allen Dingen auf dem Mineralgebiet, ne, lässt vieles zu wünschen übrig. Aber das gehört eben im Leistungssport dazu, das ist einfach ein Muss. Und dann muss man selbst herausfinden oder durch praktische Erfahrenheit auch, was ist die beste Mineralversorgung, was sind die besten, wirkungsvollsten Vitamine von der Reinheit. Man weiß ja, wie das heute alles praktiziert wird, durch Verdünnung und. Und jeder schaut auf den anderen von den Herstellern, sonst haben sie von der Qualität her, die 100%ig ist, nur Ladenhüter. Deshalb eben, wie gesagt, mich kann doch keiner mehr irreführen. Ich hatte auch etliche Gespräche, was mich auch sehr positiv gestimmt hat in meiner Führungsweise und die Diskussion pro und contra mit Paul-Heinz Wessjohann, der für mich auf dem Geflügelsektor einen unbegrenzten Wissensstand hat. Und ich war erstaunt durch meine Ergebnisse, wie er mich dann eingeladen hat, um aus der Praxis zu sprechen. Und ich bin auch stolz darauf, dass es auch für ihn neue Überlegungen gab in der gesamten Führung. Und siehe da, wie er sich dann auch umgestellt hat, dass eine extreme Leistungsexplosion bei ihm vonstatten ging. Heute ist einfach für mich im Taubensport die Vielfalt einfach ein Muss, und zwar bei der körperlichen Anstrengung. Das heißt also für mich persönlich im Wettkampf, dass man da verschiedene Vitamingruppen, Aminosäuren, auch die Mineralien vor allen Dingen, man kennt ja immer nur aus der Praxis
die Taubensteine, Grit und ein bisschen Futterkalk, aber Mineralversorgung kann man auch mit einer anderen Zusammenstellung in flüssiger Form in Verbindung, vor allen Dingen mit dem B12-Komplex, dass man da eine unheimliche Leistungsfähigkeit herbeiführen tut. Die Qualität ist natürlich für mich eine sehr große, hat für mich eine sehr große Bedeutung. Weil ich habe alles schon probiert gehabt, was so am Markt war, hast du gehört, das. Aber der gewünschte Erfolg ist nie eingetreten. Dann habe ich mich mit gewissen Zusammensetzungen befasst. Und dann habe ich doch gesehen, dass erhebliche Unterschiede sind. Und mein zweites Hobby oder Interesse war einfach von verschiedenen Pharmafirmen die Produktliste zu bekommen. Und das ging alles nur über meinen Tierarzt. Und so habe ich da drin rumgestöbert. Und wenn ich irgendwie unwissend war, hat er mich aufgeklärt. Und dann war ich aber auch derjenige, der es auch dann sofort praktiziert hat. Und siehe da, was man verschiedene Sachen im Handel bekommen hat, dass es für mich eine Unterdosierung war. Und ich habe Testversuche gemacht mit meinen Leuten, aber ich sage, hör mal zu, du bist unzufrieden, du hast jetzt dieses System gemacht, das System, immer wieder jedes Jahr gewechselt. Aber ich sage, die Produkte, die müssen nicht schlecht sein. Du musst nur die doppelte Menge hinein verabreichen, dass du überhaupt den Nährwert erzielen tust dadurch. Weil alles durch die vielen Vormischungen ist es ja leider heute nicht mehr so gewährleistet. Aber wie gesagt, das sind meine persönlichen Erfahrungswerte und ich lege einen sehr großen Wert eben auf die Qualität und Qualität hat natürlich auch seinen Preis. Ne? Ja, und so im Großen und Ganzen möchte ich dann nochmal der Ablauf von Produkten, was ich eben so zum Einsatz bringe, ist eben praktisch die Jahresversorgung auf dem gesundheitlichen Sektor, was jetzt in Anführungsstrichen ohne medizinische Verabreichung läuft, ist es ganz entscheidend und ganz, ganz wichtig, und das sind viele Versäumnisse, dass es eine tägliche, intensive Versorgung in der Woche gewährleistet muss werden, weil die bisherige Handhabung zweimal, wie das vorgeschrieben ist, die Werte, das ist für mich alles nur eine Unterversorgung. Weil eben der Taube wird doch sehr viel Energie abverlangt. Das heißt erstens mal durch die Schlafverhältnisse, durch die unterschiedlichen Temperaturen, dann die große Infektionsgefahr, was man eben hat, alleine schon durch die ganze Bakterien, Pilze, Viren, alles was zustande kommt, dass man eben diese Gesundheitsvorkehrungen auf jeden Fall durchführen muss.
Ich habe auch selbst immer regelmäßig Kotproben abgegeben, war alles bestens gewesen, aber trotzdem war ich dann nicht zufrieden. Und dann bin ich wieder zurückgekehrt durch die Machenschaften von den alten Züchtern. Da waren die immer auf der sicheren Seite. Weil die haben mir das so erklärt, immer wieder nach gewissen natürlichen Eingriffen, Produkte oder medizinische Eingriffe, dass der Aufbau immer intensiv gewährleistet muss sein. Die Stabilität wieder zur Gesundung herbeigeführt muss werden. Und wenn ich dann heute sehe, manchmal durch Kotproben, wo Leute an verschiedene Stellen abgeben und verschiedene Auswertungen erfolgt, dann zweifle ich eben daran. Ne? Deshalb eben die intensive Vorkehrung und dann ist man eben einfach auf dem sicheren Weg. Für mich ist es ganz einfach, wenn ich dann zum Beispiel ein Abteil 10, 15 Taube habe und würde dann, das kann man leider niemandem mehr zumuten, einen Resistenztest machen zu lassen. Die einen brauchen überhaupt nichts, die anderen brauchen das eventuell, die anderen das. Da müssten wir dann 3 verschiedene Anwendungen machen. Das ist doch unmöglich. Und deshalb, wenn man das einheitlich durchziehen tut und immer extreme Aufbauphase gewährleisten tut, das ist einfach ein Muss. Und dann führt man keine negativen Punkte heran, also Belastungen, sondern man tut eben immer wieder nur eine gewisse Stabilität herbeiführen vom allgemeinen Zustand, Gesundheitszustand. Und das trägt eben auch zu der Leistungsfähigkeit herbei, durch diese extremen Maßnahmen. Es ist einfach ein Muss. Und ich kenne viele, viele Züchter, die sagen, ja, das Erscheinungsbild ist gut und das, ja, gut und alles und machen nichts. Und dann auf einmal, wenn es zum Freiflug kommt, nach den langen Wintermonaten, und dann auf einmal haben sie die Probleme, ja, dann frage ich mich nur, was ist besser? Die intensive Vorkehrmaßnahmen. Früher hat man gesagt, ja, blinde Kuren und so. Ja, okay. Blinde Kuren hat man eben, muss man so heranziehen, weil eben für mich immer wieder die Nachfolgeversorgung sehr mangelhaft war. Und das hat auch zu gewissen negativen Einflüssen geführt. Und ich kann immer wieder sagen, die Leute, die ich da betreue, die Qualität für die ganze Aufbauphase, was ich eben unter der Siegertaubenrubrik da von Klaus eben intensiv anwende, dass das eben, wie gesagt, nur positiv. Die Leute, die haben so viele Kontakte gehabt zu gewissen Untersuchungen von Tierärzten, aber leider war doch das Ergebnis sehr schlecht und ich kann weiter jetzt keine oder will auch keine und darf auch keine Empfehlung aussprechen. Es muss einfach eine gesundheitliche Vorkehrung sollte sein, in Verbindung mit den Fachärzten. Und manchmal sind sie auch in der Zweifel. Ich sage immer, ein Tierarzt ist da, um was zu heilen. Aber wie es in der Praxis aussieht, im Wettkampfsport, da sind sie sich auch alle noch nicht hundertprozentig einig, ne, von der Vorgehensweise. Und das ist eben die Praxisbezogenheit, diese Intensivversorgung, wie ich das auch herbeiführe. Vor allen Dingen die Produkte, was ich da einsetze, dass sie vor allen Dingen organisch nicht belasten,
Das ist für mich ganz ausschlaggebend. Und dass ich auch von der Führungsweise, dass ich da auch längere Jahre des Leistungsfähigkeit erhalten kann. Ne? Und dass man natürlich auch eine starke Selektion dann vornimmt, ist auch klar. Es hat nicht jede viele ältere Taube auf seinem Schlag. Es bleiben ja immer nur die Besten und das ist ja immer nur eine gewisse Stückzahl. Aber durch die intensive Versorgung von denen hat man überhaupt keinen Leistungsabfall. Einen Leistungsabfall hat man nur, wenn man eben die Versorgung vorsätzlich oder unwissend oder Bequemlichkeit vorenthalten durch den Tieren. Und dann kommt eben der Leistungseinbruch. Wie gesagt, ich hatte es schon mal erwähnt, ich arbeite vor allen Dingen mit Sarsaparilla und diese Wirkstoffe, da kann man sich überall erkundigen, für was das ist vor allen Dingen. Und das hat eben einen großen Reinigungseffekt, Kamille ein heilender Effekt, Pfefferminz eben ein bisschen was für die Atmung. Die Kombinationen, die vor meiner Zeit 30 Jahre schon praktiziert werden, sind auch für mich heute noch von großer Bedeutung. Wo ich eben auch viel mitarbeite, ist eben, wie gesagt, mit Blütenbolle, mit Propolis. Dann tue ich eben auch, wie gesagt, mit Ingwer, mit Ginseng. Das sind alles natürliche Sachen, die natürlich über eine längere, durch eine Jahresversorgung in gewissen Schritten angeboten wird. Und das ist für mich eben auf dieser Seite die gesunde Haltung auch. Es muss nicht nur Medizin sein. Und dann eben die Leistungsfähigkeit durch die Vitamine, Mineralversorgung und die Aminosäuren. Ich lege einen großen Wert darauf, wie man das allgemein kennt, so mit Magnesium und so. Man weiß ja die Bedeutung von Magnesium. Dann vor allen Dingen auch gewisse Kräuterkombinationen, die ich mir selbst ausgewählt habe. Und zwar müssten normal auch jedem bekannt sein, die Fibel Kräuterfibel von Maria Treben, wo ich eben mir auch alles herausgesucht habe, was zum Beispiel für den Magen-Darm-Trakt ist und so weiter, für die Atemwege und. Da habe ich mir das alles selbst zusammengeholt in Drogerien und die Rohstoffe praktisch, und habe das alles selbst zusammengemischt. Und immer wieder in Verbindung mit dem B-Komplex und Traubenzucker, das war für mich immer eine sehr große Bedeutung. Und siehe da, das war eben schon mal auch ein sehr großer Effekt für die gesunde Haltung. Und dann, wie gesagt, hatte ich schon mal erwähnt, die Einzelbehandlung mit dem Augentropfen, ja, über das ganze Jahr gesehen, und die Unterstützung eben über die Nase, dass man die Kanäle eben immer sauber und frei halten tut und sich nicht auf die festsetzenden Sekrete, ne, die man dann eben über die lange Winterhandlung mit einer Kur auf dem medizinischen Gebiet alleine gar nicht so wegkriegt. Deshalb, dieser ganze Atmungstrakt, der muss praktisch, über das ganze Jahr sollte man den immer im Top-Zustand haben. Dass die Kanäle frei sind, dann sieht man das auch übers Auge. Ich sage immer, wenn man ins Auge guckt, dann muss man sich praktisch dann kämmen können, dass man den Glanz, das ist die Taube, die reagiert ganz anders, die gibt dir ganz was anderes zu verstehen, ne? Weil einfach
der Gesundheitszustand da ist, ne, durch diese Praktizierung. Und so wird eben von meiner Seite gearbeitet. Und gerade die Mineralversorgung, muss ich nochmal zurückkommen, ist für mich eine große Bedeutung in flüssiger Form. Es gibt verschiedene Kombinationen und dann vor allen Dingen muss für mich immer der B12-Komplex mit drin beinhaltet sein. Und das gibt es nicht nur in der Reisezeit, sondern das gibt es über das ganze Jahr. Das ganze Jahr. Aber wie gesagt, ich erzähle jetzt nur aus der Praxis meine Erfolge. Und mit den Leuten, die ich eben da, die mir die Treue gehalten haben und waren überzeugt, das waren einfach, das muss ich eben zum Ausdruck bringen, die eben alles auch schon versucht haben. Das war vor allen Dingen der Bernd Wuhlhorst, der die sensationellen Ergebnisse der letzten 9 Jahre vorzuweisen hat. Und diese Ergebnisse sollte man sich mal einen Überblick verschaffen, alleine auf den ganzen Ruhrgebietsflüge, wenn ich überlege, von 52.000, von 40.000, von 29.000, die 3 Flüge, von 400 bis 600 Kilometer, dass er eben der erste Platz mit der 5 schnellsten Taube auf den 3 Flügen errungen hat. Oder auch selbst bei den 52.000, bei dem einen Flug, wo er auch die schnellsten 3 hat, die schnellsten 4 hat, die 2 schnellsten 5 hatte. Entsprechend sind alles Zahlen, die außergewöhnlich sind. Und so ging es die ganzen Jahre durchweg, durch die Intensive, wo man sich ja mehrmals in der Woche unterhalten tut und immer wieder darauf hinweisen tut, denkt dann die Top-Grundversorgung. Und wenn ich überlege, die ganzen Jahre jetzt, ne, wo er mit den freien Flügen, ne, was er auch verstanden schon mit Goldcup und was alles da gespielt wird im Ruhrgebiet und der Fluggemeinschaft und so weiter, von denen 195 Flüge, wo er allein 140 Mal der erste macht, 136 Mal der zweite. Ich meine, mehr braucht man nicht dazu sagen. Und es hat hier Gründe. Gründe sind natürlich auch für mich in erster Linie, ob man so Leistungen überhaupt herbeiführen kann, ist jetzt nicht nur alleine die intensive Versorgung, sondern auch die Basis ist eben für mich die gute Brieftaube. Ohne dieses Ausgangsmaterial erreicht man die Leistung auf keinen Fall. Und was ich eben auch gelehrt haben bekomme, ist für mich eine ganz große Bedeutung, die Zucht. Und zwar, man kennt eben die letzten Jahre, sage ich immer nur gut an gut, aber früher diese vorher genannten Lehrmeister und noch viele andere im In- und Ausland, die hatten ja gar nicht so die finanziellen Möglichkeiten. Also die haben untereinander getauscht, die Leistungstauben. Und man weiß ja, die Guten kommen immer nur von den Guten. Und vor allen Dingen haben die eine Zuchtstrategie verfolgt nach dem Mendelschen Gesetz. Mütterlicherseits, väterlicherseits, dass es zum Ende wie ein V zusammengelaufen ist. Aber immer äußerlich. Das ist natürlich ein Thema noch für sich, aber das ist jetzt nur so meine Strategie. Heute in den ganzen Abstammungsnachweise,
dann hast du vielleicht bis zur 3. Generation, weiter geht es dann nicht, oder vielleicht 4. Aber dann muss man auch wissen, den Ursprung von den Tauben, dass man da eine gewisse Basis heranzüchten tut. Und ich bin immer wieder erstaunt, wenn man sagt, die besten Ergebnisse hat man eben durch Kreuzungen. Zum Teil, es gibt immer wieder, zum Teil gebe ich auch da Recht in das, ja, aber es sollte dann immer in Kreuzungen auch eine gewisse Schema schon von der Voraussetzung von der Zucht sein. Ich meine alles mit verschiedenen Sorten, kreuz und quer, ja, gibt es immer mal eine Ausnahmereise. Aber die grundsätzliche Erfolgsstrategie ist für mich immer wieder, das Herzstück herauszuzüchten. Und da haben die meisten überhaupt keine Erfahrung oder überhaupt keine Geduld. Und überall, wo ich war, primitiv ausgedrückt, war die Hütte immer voll. Und nach der Reise der Jungtiere waren immer eine sehr, sehr hohe Rückkehrquote. Und ja, dann hat es auch Freude gemacht, eine gewisse Selektion vorzunehmen. Und man hat nicht nur einfach nochmal zusätzlich der Taube und der Taube eine Chance gegeben. Nein, das war das Erfolgsgeheimnis schon mal für mich, die Zucht und dann auch die Versorgung. Die Versorgung ist eben durch die Jungtaubenkrankheit heute so extrem, dass es gibt ja verschiedene Produkte, das hilft, das hilft, das hilft. Aber ich bin immer wieder erstaunt, was es doch trotz dieser Produkte bei verschiedenen Leuten, oder mehrere Leute, muss ich heute schon sagen, auch zu Todesfällen führt. Deshalb sage ich immer von vornherein, es muss einfach ein gesundes Immunsystem aufgebaut werden, bei so einem jungen Lebewesen, wie es auch beim Menschen und überall, bei allen Lebewesen, ist für mich ein Organismus. Und da muss man eben dementsprechend auch die Versorgung gewährleisten. Ne? So, und dann eben, es ist eben, wie gesagt, ein Entwicklungsprozess, der eben dann auch von gewissen Zeitphasen abhängt, wo eben es praktisch eben negativ zum gesundheitlichen Problemen dann komme, sei es eben auf dem Ornithosekomplex, Magen-Darm-Probleme und so weiter, was heute eben mit Jungtaubenkrankheit, da muss ich eben dementsprechend auch Vorkehrungen treffen, um die Stabilität des Darmes zu gewährleisten, um die Stabilität der Atemwege zu gewährleisten, sprich, was in der große Begriff Ornithose, Atemwege und Ornithose und das, was eben extrem bei der Jungtaube jedes Jahr zum Vorschein kommt. Sicher, man hat eben jetzt durch diese winterliche Zuchten, die Frühzuchten, wollte man das vermeiden. Ne? Aber gut, okay, das muss jeder selbst entscheiden. Aber es hat schon, weil die Taube stabiler ist, älter ist und das. Aber wenn man dann wieder neue dazusetzen tut, der Entwicklungsprozess bleibt immer dasselbe, bei jedem Gelege, ne? Bei jeder Absetzung, macht jede Taube durch. Aber ich kann mich auch nicht, und kein Züchter kann behaupten, dass er mit Symptomen der Jungtaubenkrankheit nichts zu tun hat, der lügt. Ne? Oder er kennt es überhaupt nicht. Da kann sich keiner davon freisprechen. Und ich sage nur, es ist eine intensive Versorgung. Wenn ich heute überlege, diese ganze, nach so vielen Jahren, dass heute Studien erstellt werden von der Geflügelzucht allgemein, dass man heute sagt, von Professoren, was für mich schon immer
eine große Bedeutung war, auch von meinen Lehrmeistern, dass die Qualität der Zuchttaube extrem, ja, die Leistungsfähigkeit, Gesundheitszustand extrem gut sein muss. Ne? Und man weiß ja, die Stiefkinder sind ja die Zuchttauben, ne, von der Versorgung. Und umso besser die Zuchttauben sind, wenn sich jeder auf seine Verhältnisse eben das einlässt und praktizieren tut, nicht mehr Zuchttauben wie einer auf seine Verhältnisse auch verarbeiten kann oder versorgen kann, dann hat man eben schon eine gewisse Leistungsfähigkeit und Gesundheit schon für die gesamte Nachzucht schon herangeführt. Ne? Die Qualität erhöht sich einfach viel mehr, weil schon alleine die Leistungsfähigkeit durch die Versorgung schon herbeigeführt wird. Und es ist so einfach heute, die ganze Jungtaubengang ist grundsätzlich für mich eine Immunschwäche. Also sind wir doch immer wieder am selben Thema, die Versorgung. Immunschwäche ist eben, weil einfach zu wenig auf dem Ernährungsgebiet eben angeboten wird. Ne? Ja, und dann war ich auch erstaunt, vor allen Dingen, was man heute von den Professoren, die neuen Studien, da kann sich jeder mit befassen oder nachlesen, dass man heute auch über Antibiotika sagen tut, dass eben die Verabreichung über einen längeren Zeitraum zu Resistenzen führt. Früher war es gerade umgekehrt, wo man gesagt hat, ja, wenn es zu wenig ist, dann sind die größere Resistenzgefahr. Nur die Studien sagen heute was anderes, dass man eben zumindest mal die voraussagende Dosierung von, was weiß ich, zum Beispiel 14 Tage, nur sollte auf jeden Fall halbieren. Das hatte ich schon immer gemacht, aufgrund der Empfehlungen von den Lehrmeistern. Die haben eben grundsätzlich gesagt, zwischen 5 und 7 Tage muss ein Heilungsprozess vonstatten gegangen sein. Ne? Und das ist auch heute so. Und wenn ich dann überlege, dass man sagt 10 Tage, 14 Tage, 20 Tage und so, na gut, okay. Und dann die mangelnde Aufbauphase, ja, was soll da zustande kommen? Ne? Da ist ja keine Leistungsfähigkeit mehr da. Da tue ich da alles schädigen, nur schädigen. Und das kann es ja wohl nicht sein. Da sollte sich jeder mal Gedanken drüber machen. Deshalb, bei mir steht immer in erster Linie die Leistungsfähigkeit herbeizuführen, eben mit verschiedenen Vitamingruppen, ne? Und dann die Aminosäurengruppen. In Zeiten erhöhter Beanspruchung muss man das eine oder andere, sollte man auf jeden Fall erhöhen. Das sind eben auch sehr viele positive Auswirkungen, gerade vor allen Dingen, wo ich darauf schwöre, auch aus der Vergangenheit von meinen Lehrmeistern, vor allen Dingen die Siegertaubenpalette. Ne? Ich rede immer nur von der Siegertaubenpalette von Klaus. So. Und dann das Medizinische, habe ich vorhin schon erwähnt, habe ich gesagt, ist für mich einfach vom Fachwissen her, ist einfach die freundschaftliche Begegnung schon über 30 Jahre, schon zu Henk seinem Vater, zum Peterwert, ne, die Erfahrenswerte, was er mir schon mitgegeben hat, auch von der Beurteilung von der Taube und so, war hervorragend. Und dann die zusätzliche medizinische Betreuung von Henk, kann ich nur sagen, danke Henk für diese ehrliche Beratung und die Betreuung und die Erfahrenswerte, was er mir immer zukommen lässt. Und ich muss immer wieder einfach Danke sagen, weil ich hatte mich bei vielen, die an Spezialisten für Geflügel waren, immer wieder
versucht schlau zu machen, eine ganze Praktizierung, Empfehlung aber ich hatte nie die Top-Gesundheit so herbeigeführt wie mit Henk-de-Wert-Produkten. Ja? Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und durch die vielen, früher hat man gesagt, es muss einfach einen Wirkstoff nur sein und keine kombinierten Wirkstoffe. Heute ist es gerade umgekehrt. Heute gibt es eben sehr viele kombinierten Wirkstoffe. Und ich hatte das schon angedeutet, wenn man einen Schlag hat mit 10, zum Beispiel 10 Tauben, ja, dann hilft es bei denen nichts und bei denen nichts. Bei denen musste dann der Wirkstoff 100%ig sein, dass es zum Erfolg führt, oder bei einer anderen auch. Und das ist eben so ein Teufelskreis. Ne? Naja, gut, auf jeden Fall, für mich zählt immer wieder das Immunsystem. Und das ist für mich sehr ausschlaggebend. Und ja, die gesamte Versorgung. Ja, und was mich natürlich dann eben auch, wo ich stolz drauf bin, da ich so Leute zu den höchsten Ehren geführt hat, wie auch bei Günter Nies, das ganze Umfeld, was da vorhanden war, hat mich so begeistert, und die freie Handhabung, und das war einfach traumhaft. Leider, ja, haben wir uns getrennt, war schade, und weil es einfach, wie soll ich sagen, mit Günter für mich persönlich eine sehr gute Zusammenarbeit war. Er hat genauso einen gewissen Sachverstand an den Tag gelegt, und wenn man sich dann eben so austauschen konnte, ja, das war alles sehr positiv gewesen. Ne? Naja, Vergangenheit, und was mir dann der Weg zu einer Betreuung geführt hat. Ja, bei Günter Nies muss ich einfach sagen noch, das darf ich einfach nicht vergessen, die Jahre, wo wir zusammen waren. Und ja, das sollte erstmal einer nachmachen, der kurze Zeit, wo man doch auch Leistungen vollbracht hat, die sehr bemerkenswert sind einfach. Und zwar, wenn ich überlege, die 5 Jahre da, von den 65 Alttierflüge, haben wir angefangen mit 57 Mal der erste Konkurs errungen. Ne? Sowohl, ob das mit RV oder KV oder Bezirksmeisterschaften, das war ja damals 2 Bezirke, der 21. und dann im ersten Jahr schon der 7. Bezirk, waren wir auch gleich Erster gewesen. Oder dann die Generalmeisterschaften vom Taubenmarkt. Und natürlich, ich sehe Günter heute noch am Tisch sitzen, wo er das Ergebnis gar nicht glauben konnte, wie wir die ersten 103 Konkurse errungen haben. Und ich glaube, das ist auch bis heute noch in Anführungsstrichen ein Weltrekord. Ohne die anderen Ergebnisse, die kann man eben nochmal zum Ausdruck bringen irgendwann. Es war einfach sensationell. Und da muss ich immer wieder sagen, das Ausgangsmaterial war ja auch die Grundlage da zum Erfolg, also praktisch die gewisse Basis der Taube. Ne? Und was mich immer noch so begeistert hat, dass ich über diese Vorgehensweise noch in Anführungsstrichen einige Tauben gerettet habe, die schon im Schlachtabteil waren, aber durch die intensive Versorgung, die Leistungsfähigkeit waren, auf einmal waren es mit die besten Zuchttauben. Und das war der Beweis. Und so bin ich geprägt worden von meinen Lehrmeistern, die den Weg immer eingeschlagen haben.
Ja, und das war jetzt nur ein kurzer Einblick zu der Zusammenarbeit mit Günter. Dann erfolgte eben eine Zusammenarbeit oder informatives oder freundschaftliche Begegnung mit Andreas Drabba. Wir hatten so eine enge freundschaftliche Beziehung in der Zeit von 1997 bis 2002. Und er hat ohne Wenn und Aber, ohne groß zu fragen, hat er das alles umgesetzt in der Vielfalt, was ich ihm eben, wie gesagt, empfohlen habe. Und wir waren auch praktisch in der Woche mehrmals zusammen und die täglichen Telefonate waren auch immer jeden Tag vorhanden. Und es führte dann 1998 durch das Intensive, und es freut mich, dass er eben auch so ehrlich ist, bei seinen Forums, wo er zum Ausdruck bringt, dass er doch über die Versorgung von Heinrich Renz unheimlich viel eben ihn geprägt hat für seine Leistungen, die herbeigeführt sind worden. Und wenn man überlegt, in der kurzen Zeit, er hatte schon super Tauben gehabt, aber diese Tauben noch mehr zu Leistungen zu bringen, das hatte zur Folge innerhalb von einem Jahr die erste deutsche Meisterschaft 1998. Dann folgte dann die zweite und dritte deutsche Meisterschaft im Jahr 2000, 2002. Und durch gewisse Umstände, ja, haben wir uns dann auch getrennt, aber es besteht natürlich heute immer noch ein großer Kontakt und freundschaftliche Begegnung. Ja. Und ich kann nur sagen, es hatten sich zwei Verrückte gesucht und gefunden. Das war meine Person und Andreas. Und im Laufe der Jahre, die Kenntnisse, was er hat, die hat er noch ausgebaut durch unsere Gespräche, durch unsere gemeinschaftliche Versorgungsphase, wo ich eben auch bei Peter Trost war in der Zeit. Und das muss ich einfach sagen. Er hatte auch eine schwere Zeit, wo man ihm viel unterstellt hat, aber nie bewiesen hat, immer nur Vermutung, Vermutung. Was nach 2000 eben die Redensarten waren, weiß ich nicht. Ich sage nur eins, von 1997 im Herbst bis 2002 war ich von seinem bis dato Fachwissen auch sehr begeistert, und ohne Wenn und Aber hat er das eben voll durchgezogen. Er hat mir das Vertrauen geschenkt, und wenn er so seine Sprüche loslässt, ja, wisst ihr Leute in den Forums, wisst ihr Leute, früher habe ich immer mit dem Teelöffel das verabreicht und heute tue ich das mit der Kohleschaufel reinschütten. Ne? Naja gut, da kann man drüber schmunzeln und lachen, eine kleine Scherzanlage. Aber auf jeden Fall, die Vielfalt hat ihn eben zu Ehren geführt, und so hat er das eben dann weitergemacht mit seinen Produkten, und ich kann nur sagen, alle Achtung, eben, ich ziehe den Hut vor dem, was er eben erreicht hat. In der Zeit, wo ich dann eben bei Peter Trost war, da gab es eben einfach noch eine größere Leistungssteigerung, aus dem einfachen Grund, weil beim ersten Überblick war ich so enttäuscht über den Bestand der Zucht, und da habe ich gesagt, Peter, wir kommen nie zusammen. Und dann hat er mir dann andere Abteilungen gezeigt, und das war dann das, was ich eben auch bei Peter Trost vermutet hatte, und das war natürlich eine ganz andere Basis.
Und Peter Trost war einer der ersten mit im Taubensport, der so spektakuläre Einkäufe gemacht hat. Und als zweites muss ich sagen, damals auch der Franz Revermann, später kam ja dann auch Hermes dazu, oder auch früher noch schon mal durch den Peter Wert und so. Und das waren für mich Leute, die einfach auch vor allen Dingen von ihrer Versorgungsstrategie extreme Leistungen eben an den Tag gelegt hatten. Und wenn ich sehe, zum Beispiel bei Peter Trost zum Beispiel, diese Basis von nationalen Olympiatauben, was da zur Verfügung stande, er hat immer davon geträumt, oder auf Anraten seines Freundes Jan Grondelas, du musst einfach die besten Tauben erwerben. Zur damaligen Zeit ging es auch noch finanziell, was heute unmöglich ist, ne? Durch die ganze kommerzielle Einstellung, was heute ist im Taubensport, war es doch damals noch im bescheidenen Rahmen. Aber durch die extreme Basis, was er zur Verfügung hatte, ist doch noch nicht so der Erfolg hervorgetreten, wie er sich das gewünscht hat. Man hat es immer auf Zeitprobleme geschoben und. Bis er dann eben einfach auf mich zukam. Dann habe ich gesagt, gut, okay, ich komme. Und da habe ich gesagt, wie stehst du überhaupt zu dem ganzen Versorgungsschema? Und zu meinem Erstaunen war er so begeistert gewesen, ohne Wenn und Aber. Diese Vielfalt, warum? Weil er eben selbst siebenmal Deutscher Meister war im Kunstturnen. Und er sagt, weißt du, die ganze Ernährungsphase hat er ja praktisch in der Vielfalt genauso hinter sich. Und dass du heute kommst und machst mir den Vorschlag aus deiner Praxiserfahrenheit, kann ich einfach nicht widersprechen. Er ließ mir total auch freie Hand. Und manchmal war er selbst, ja, ich muss sagen, geschockt gewesen von den Ergebnissen, die ich ihm herbeigeführt hatte. Wenn ich überlege, in der Zeit von 2000 bis 2005 haben wir genau 50 Mal der erste Konkurs errungen. Von 2001 bis 2003 von 35 Alttierflügen 31 Mal der erste Preis und 27 Mal der zweite. Sowohl eben in allen Meisterschaften war es eben RV regional, auch bei Verbandsmeisterschaften. Und die sensationellen Ergebnisse, ne? Kurioserweise, wie auch bei Günter Nies, bei einem Jungflug, die ersten 103, und was nicht zu glauben war, auch beim Altflug die ersten 103 Konkurse. Ich sage immer, das waren bei 2 verschiedenen Schlägen, und ich bezeichne das mit Fragezeichen ohne Weltrekord. Aber diese Leistungen sind einfach, kann man herbeiführen durch eine gewisse Basis von der Qualität der Tauben, was ihn eben auch so imponiert hat, meine Zuchtstrategie, wie gesagt, mütterlicherseits, väterlicherseits, das Herzstück herbeigeführt. Man muss auch die ganze Anfangsbasis kennen von Leistungstauben
Und das muss man eben herauszüchten. Ja, und dann bin ich eben, wie gesagt, ja, wie man sagt, dem lieben Gott dankbar, dass ich eben so einen Gedanke hatte, dass ich eben dass ich mir jemand anvertraut habe. Und das sind zwei Freunde, die mich dann eben zusätzlich geprägt haben. Und ja, das war eben mein Erfolgsgeheimnis. Nach dem Tod von den 3 Leuten ist klar, dass man sich eben auf dem Gebiet auch weiterentwickeln muss. Und ich hatte es schon vorher gesagt, dass ich mich eben bei verschiedenen Pharmafirmen über die Produktliste informiert habe, die Inhaltsstoffe und. Und wie gesagt, es waren jetzt nicht nur medizinische, sondern eben auch auf dem natürlichen Weg, in Anführungsstrichen, viele Produkte, die ich dort zum Einsatz gebracht habe. Und vor allen Dingen, ich muss immer wieder sagen, die Siegertaubenpalette eben von der Firma Klaus. Ja, zu den außergewöhnlichen Leistungen bei Peter Trost, was ich da herbeigeführt hatte, gab es natürlich auch sehr große Enttäuschungen, vor allen Dingen im Reisejahr 2004, wo der gesamte Zahl reisender Mitglieder abgewandert sind in die Nachbar-RV. Und da stand ich ganz alleine da und wollte auch schon juristische Schritte unternehmen, nach Absprache des Verbandspräsidenten hat er es doch hingebogen, dass ich zumindest mal für das Reisejahr 2005 Möglichkeit hatte zum Reisen. Und zwar kann ich trotzdem mit Stolz sagen, dass ich der erste Züchter in der Geschichte des Brieftaubensports bin, der in einem Jahr in 5 RVen innerhalb des Regionalverbandes spielen musste oder habe gehabt. Und das war schon etwas beschämend gewesen auf der einen Seite, dass man Leute so ausschalten tut oder vor der Leistung kneifen tut. Deshalb sage ich immer, durch intensive Versorgung und gutes Ausgangsmaterial kann man eben so außergewöhnliche Leistungen herbeiführen. Des Weiteren durch die intensive Versorgung, ich meine, der Rahmen würde gesprengt werden, aber nur einige Details nur. Zum Beispiel die Brüder Reichstein in Wiesbaden, wo ich in den letzten Jahren erste 64 Plätze in der internen RV-Meisterschaft mit ihnen herbeigeführt habe. Und die einzelnen Flüge, die extrem waren vom hohen Prozentsatz, war unglaublich. Des Weiteren ging es dann weiter mit meinem Freund Thorsten Schreuder, der auch zum Beispiel in den 3 Jahren von 14 bis 16 alleine 34 Mal der erste und 20 Mal der zweite Preis errungen hat. Und dann eben auch, wie gesagt, muss ich einfach auch erwähnen, wie auch kurz bei Bernd Wuhlhorst, dass man hier Ergebnisse herbeigeführt, prozentual von 300 Kilometer bis 500 Kilometer, von 12.000, 15.000, 13.000 und 21.000 Tauben, ein Prozentsatz unglaublich, zum Beispiel die Ausbeute
von 21.000, von 23, 19 Preise, 12.000, 40, 25. Und so ging es am laufenden Band. Aber auch immer wieder, wenn man diese Sportfreunde anhalten tut zu einem beratenden Gespräch, werden sie immer aus dem Mund erfahren, immer wieder nur die Versorgung und natürlich Ausgangsmaterial, allemal. Dann muss ich nochmal meine persönliche Schlaggemeinschaft, das war mit Markus Schumacher, wie er anfing 2002. Leider haben wir nur ein Jahr gereist, bis 2003. Dann haben wir 2003 der erste RV-Meister gemacht, dann der erste Regional-Allround-Meister und die 4. deutsche Verbandsmeisterschaft und die 2. deutsche Brieftaubenchampionat der Jahresauswertung errungen. Leider hat es natürlich auch einen sehr traurigen Nachteil gebracht, und zwar bei der nationalen Siegerehrung hat sich eben meine Tochter vom aktuellen Brieftaubensport verabschiedet mit der Begründung, sie war als Schlaggemeinschaft gemeldet, nicht Heinrichens, sondern nur Jenniferens, und sie war verhindert bei der Siegerehrung, und da hat man mir das nicht gegönnt oder nicht zugelassen, dass ich diese Ehrung in Empfang nehmen würde als Vater. Und das war der Grund, wo sie gesagt hat, dass sie mit dem Brieftaubensport eben, wie gesagt, sich verabschiedet hat. Naja, und dann durch eine unverhoffte Hilfestellung, die ich auch aus sympathischen oder freundschaftlichen Beziehungen kurz angenommen hatte. Das war bei Hans Bröllhorst. Und das Extreme war eben, dass ich eben bei dem einen Jungflug von 180 teilnehmenden Jungtauben 111 Tauben mit einer vollen Preiszahl vorzuweisen hatte und 48 Tauben mit einem Preis weniger. Das war eine Gesamtleistung über die ganzen Flüge von 90%, und das tue ich auch einordnen unter der Frage Weltrekord. Und als 2 Leute muss ich noch erwähnen, das ist vor allen Dingen mein langjähriger Freund Job Koch aus Holland, wo ich mit ihm in einem Jahr, das bis heute noch nicht erreicht ist, das Ergebnis 3 nationale Titel errungen hatte. Und diese Freundschaft besteht seit 1987 bis 2016, wo er in dem Zeitraum 28 Mal erster Generalchampion von Eindhoven war, mit einer Durchschnittszüchterzahl von 500 teilnehmenden Züchtern. Dann hatte ich eben nochmal
den China-Aufenthalt, den muss ich auch noch mal kurz erwähnen, der nach dem traurigen Vorfall von Katowice, von dem Unglück, wo ich gesagt habe, okay, ich bin bereit, obwohl ich ja mit der Bewegung sehr eingeschränkt bin, habe ich gesagt, gut, ich mute mir das zu. Und der Einstand in China war natürlich sensationell, mit dem zweiten Konkurs und dann auch im größten Club von China bei den Pionieren mit einer zweiten Platzierung von der besten Gesamtleistung, prozentuale Leistung. Und ich bin in ein anderes Land gegangen und hatte gedacht, wie wirkt sich das aus, deine Versorgung? Und diese Ergebnisse, was ich vorzuweisen hatte in China in der kurzen Zeit, ja, die sprechen einfach für sich und kann sich jeder selbst ein Urteil darüber erlauben. Leider musste ich eben im 3. Jahr, unfallbedingt zurück. Ich hatte mir da so viel Arbeit gemacht, weil ich das eben von den vorherigen Saison eben so positiv gesehen habe ich gedacht, du musst noch eine Schippe drauflegen. Und zwar ging das von der Zucht an. Dann habe ich genauso meine Strategie angewendet und habe versucht, eben das Herzstück herauszuzüchten. Bei der Aufzucht, wie die Junge bringt sind worden dann, habe ich dann Einzelbehandlung gemacht, was vielleicht jeder erstaunen tut, weil es kaum oder überhaupt noch nie jemand gemacht hat. Das Futter zu Brei gemacht, mit den ganzen Zusätzen auf den Aminosäuren, von den Vitaminen und, Elektrolyten und, zu Brei gemacht, wie bei einer Babynahrung oder Astronautennahrung und mit dem Schläuchlein den Jungtauben morgens und abends eingespritzt. Und der Erfolg war natürlich, Exemplare vorzuweisen gehabt. Leider bin ich nicht in den Genuss gekommen, dass ich das Reise mitmachen konnte, weil ich dann leider 6 Wochen vorher die Heimreise gesundheitlich antreten musste. Aber mein Partner, der hat trotzdem Achtungserfolge erreicht mit den außergewöhnlichen Aufziehungsmethoden. Und ich kann nur sagen, die hatten immer einen vollen Kopf gehabt. Der Kopf war größer wie die gesamte Taube praktisch. Und so hat man natürlich eine Entwicklung herbeigeführt, die sensationell war. Und ich würde das heute, wenn der Stellenwert noch heute in Deutschland sehr hoch wäre, dann würde ich das genauso wieder durchziehen. Obwohl ich sonst auch immer mit der dreimal täglichen Versorgung, aber ohne die intensive Handhabung da über den Kopf, trotzdem die Taube selber super versorge. Und man sieht ja auch dann im Nachhinein, dass eine sehr hohe Rückkehrquote oder sehr hoher Bestand eben vorhanden ist. Da es mir wieder etwas gesundheitlich besser ging, wollte ich unbedingt wieder nach China, weil das ist für mich persönlich was Außergewöhnliches und unheimlich Interessantes. Da bin ich voller Ehrgeiz gewesen und man muss das in China auch sein. Ich habe noch nie so ein akribisches Züchterwesen-Dasein erlebt wie in China. Unglaublich. Und ich bin auch stolz darauf, dass ich mir das
zugemutet hatte, dass ich auch der Erste aktiv da gespielt hat, im größten und zweitgrößten Club. Und die Leistungen, die kann man überall auch dann vorzeigen. Da bin ich sehr stolz darauf, dass diese Strategie eben auch sehr mit Erfolg gekrönt war. Da es eben leider mit der Rückkehr nichts wurde, aus gesundheitlichen Gründen, wo ich auch sagen muss, ich bin zwar meiner Familie dankbar, dass sie die ganzen Jahre das so mitgetragen hat und Verständnis gezeigt hat für mein extremes Denken und Handeln im Brieftaubensport, was ja auch nicht alltäglich ist und manchmal auch gar nicht zu verstehen ist. Aber ich bin stolz, dass wir so eine harmonische Beziehung haben, die Familie. Nur zu der Rückkehr nach China hatten sie Bedenken und ich habe es im Nachhinein auch eingesehen, obwohl mich für die Zukunft immer wieder der Gedanke beschäftigt, unbedingt nochmal in China zu spielen. Daraufhin kam eben Marek Schepka, was uns eben auf mich zu, was uns schon seit 16 Jahren eine freundschaftliche Begegnung eben beschert und ich höchsten Respekt und Achtung vor der Person habe. Und durch das Vorhandensein von seinem Taubenbestand und dem ganzen Umfeld konnte ich einfach nicht Nein sagen. Und dieselbe Vorgehensweise von meiner Philosophie von Taubenversorgung und diese Vielfalt hat er sofort begrüßt, weil er auch der Meinung war, ohne eine intensive Versorgung, tägliche intensive Versorgung, kann man gewisse Ziele nicht erreichen. Und diese 3 Saisons, wo ich jetzt hier anwesend bin, habe ich eben mit Stolz den Hattrick eben erreicht. Und jetzt in diesem Jahr eben noch die nationale Meisterschaft auf den 4 Flügen von 550 und 3 Flügen 750 Kilometer, immer mit denselben Tauben, bei 15 Einsätzen. Und deshalb kann ich immer wieder nur appellieren, wenn ich dann sehe, durch meine Berater- und Betreuertätigkeit, die Highlights noch zusätzlich 2017 mit dem ersten deutschen Verbandsmeister auf Bundesebene mit Bernd Wuhlhorst, ohne die internen Meisterschaften noch in der V oder regional. Dann zusätzlich auch wieder die große Achtungserfolge der letzten Jahre, die sie noch mehr ausgebaut haben mit Herbert und Thomas Reichstein. Von der ersten RV-Meisterschaft über die FG-Meisterschaft, über die erste Regionalverbandsgruppenmeisterschaft mit 5 RVen und die zweite Meisterschaft Klinik Cup auf Bundesebene, die 8. Meisterschaft auf der Zeitschrift Brieftaube und auch der 20. Verbandsmeister. Und bin ich mit Stolz, dass nach so vielen Jahren immer wieder das Vertrauen mir geschenkt wurde und immer wieder neue einzelne Achtungsergebnisse erzielt wurden. Mein persönliches Highlight war natürlich, wo ich immer Interesse hatte an der Weitstrecke, internationalen Weitstrecke.
Und da habe ich eben 3 Flüge nur teilgenommen. 3 Flüge. Und das ist eben wahrheitsgemäß, das kann man auch alles nachvollziehen. Und das war eben der erste National Limoges, der 3. International Marseille, den ersten Barcelona, national in der Zone, der 2. National Barcelona und es war dann der 6. International Barcelona von 27.500 Tauben. Und da bin ich stolz drauf, auf meine Strategie, um das Umsetzen von diesem Ernährungs- und Gesundheitsversorgung in der Vielfalt. Und so möchte ich das, wenn Interesse besteht, das genauso weitergeben, wenn es gewünscht ist, weil ich es für die Zukunft leider nicht mehr unfallbedingt in dem Ausmaß so betreiben kann und deshalb eben mehr auf die Bratetätigkeiten eben mich beziehe. Und das ist eben so meine Vorstellung für die Zukunft von Brieftauben. Werde ich nie abkommen, weil es einfach für mich eine sehr hohe Achtung ist, was so ein Geschöpf überhaupt für Leistungen an den Tag legen kann. Und dass man eben noch mehr Leistung erwarten kann oder beständige, geht für mich immer wieder nur über die Versorgung. Und ich sage natürlich, manch einer wird darüber schmunzeln, ich brauche nicht jede Taube, so eine Modeerscheinung. Ich habe alle Achtung vor den Tauben, was sie erreicht haben. Aber heute ist es für mich alles ein kommerzielles Denken nur noch. Der Taubensport ist auch in Ordnung. Früher war das noch mehr kameradschaftlicher und alles. Und wer so kommerziell denken tut, der muss auch Leistungen bringen. Und ich kann nur sagen, Leistung kann man nur immer wieder aus meinem Munde hören, immer wieder über eine Top-Versorgung. Nur ein Einblick in die Top-Versorgung ist für mich praktisch eine Jahresversorgung, weil ich schon oftmals erwähnt habe, intensiv. Das fängt an nach der Reise, dass man gewisse Säuberungsaktionen vornimmt, in verschiedene Formen, auch auf natürliche Weise, dass die ohne Vorbelastung von Negativkeimen belastet sind und in die Mauser gehen, dass eine einwandfreie Mauser erfolgen tut, mit vielen verschiedenen Komponenten. Nach der Mauser, dass man eben auch nochmal dementsprechend diese gesundheitliche Vorkehrungen sollte man in Anführungsstrichen durchziehen. Ich weiß, dass die Leute viele Kontrollen machen lassen, jeder ist zufrieden und begeistert und zuversichtlich, aber wenn die Reise losgeht oder der Freiflug losgeht, und dann gibt es immer wieder enttäuschende Gesichter. Und ich sage, es wird eben nach den langen Wintermonaten, wo die Tauben festsitzen, werden viele Keime nur verschleppt oder es wird vieles auch chronisch.
Und das leidet natürlich, wenn man nichts machen tut, eben dann später in der Leistung. Und für mich ist ganz klar, dass man eine Richtlinie herbeiführen soll vom Gesundheitszustand. Nur ich sage, wenn man einen 100%igen Gesundheitszustand festhalten will oder ermitteln will, dann muss man eine Taube töten. Weil alleine in das Innere kann man normal mit einer Kotprobe, kann man das nicht herbeiführen. Und das Schlimme ist eben immer wieder der Salmonelle und vor allen Dingen auch der Trichomonadenherd. Und wenn natürlich die Schläge noch etwas feuchter sind, dann hat man natürlich auch mit Coccidien mehr zu tun. Und es gibt heute viele Sachen, wo man da Abhilfe kann schaffen oder auch vorbeugen. Und ich sage natürlich aus meiner Praxisbezogenheit, dass eine Vorbeugung sein muss. Wenn einer anderer Meinung ist, ist es okay, akzeptiere ich auch. Nur, ich beziehe mich immer vor meiner Zeit auf die 30-jährige Erfahrung von den alten Züchtern, namhaften Züchtern, die das immer durchgezogen haben. Und die hatten keine Nachteile gehabt, im Gegenteil nur Vorteile. Und deshalb in vielen Gesprächen sage ich immer, guck mal, alleine die Begeisterung für die nächste Saison und dann die Enttäuschung, wenn sie dann Anfang der Trainingsphase dann doch Medizin einsetzen müssen, wo man dann zusätzlich das Immunsystem noch belastet tut und so weiter. Und dann erhofft man frühe Spitzenpreise und alles. Das ist ein Teufelskreis, das kann man einfach nicht. Deshalb die intensive Versorgung und man liest auch oder auch von ärztlicher Seite her, wo man sagt, man muss verschiedene Symptome bekämpfen durch eine Impfung. Okay, das sind Fachtierärzte, wenn sie das meinen, soll es auch nicht verkehrt sein. Nur, ich tue meistens alles nur grundsätzlich außer Paramyxo, tue ich alles praktisch nur über Futter oder orale Behandlung eben praktizieren. Und ich nenne immer wieder für mich den Sarsaparilla-Tee, wie ich schon vorweg erklärt hatte, mit der Kombination Kamille und Pfefferminz, Honig und Traubenzucker, dass man da eben, wie gesagt, eine gute Säuberung des Darms und alles herbeiführen kann und sollte. Aber nur zu der Rückkehr jetzt ist eben für mich die Zusatzversorgung mit bestimmten Mineralstoffen und Vitaminen und Aminosäuren, speziell nach dem Wettkampf, die dann extrem auch die Erholungsphase verkürzt. Die Vielfalt ist eben einfach, wo ich einsetze das Produkt auch oder Produkte, wo zusätzlich eine Entschlackung herbeigeführt wird. Und das muss einfach für mich, ist Bestandteil die Entschlackung. Und ich tue nicht gleich den Organismus belasten mit, in Anführungsstrichen, schweres Futter oder Mischfutter oder wie auch immer da mit den
Extremen, nein, ich muss Entschlackung herbeiführen. Und zwar ist es folgendermaßen: Ich tue eben, wie gesagt, mein Futter anrühren. Und was ich immer einen großen Wert darauf lege, wenn ich jemanden betreue, dass er auch so eine Rührmaschine besitzt, dass es ein gleichmäßiges Verhältnis gibt. Nur so die alte Löffelmethode, das kann man vergessen. Also kommen da Mineralien, flüssige Mineralien, vor allen Dingen, was ich schon erwähnt habe, mit der B12. Und dann die Vitamingruppen, Elektrolyte, Aminosäuren, das kommt alles zusammen. Was ich eben auch immer wieder, wo ich viel mitarbeite, sind eben auch die Blütenbollen, die kommen auch mit hinein. Das ist gar nicht wegzudenken bei mir. Bei der Rückkehr, vor den Flügen. Und was ich eben auch mache, ist eben, dass auch immer nach dem Flug in Einzelbehandlung eine Lecithin-Kapsel kriege, eine Hefetablette bekommen und die Fidablut vor allen Dingen, die unentbehrlich sind für mich, die auch einen Entschlackungsprozess herbeiführen und gleichzeitig auch aufbauend wirken. Und dann zusätzlich noch eine kleine Injektion von 0,2 mit Cadosal. Und wenn die Tiere sich dann dementsprechend entschlackt haben, dann fange ich an mit der ersten Fütterung, die bei mir natürlich leicht muss sein, auch mit 20% Hanfanteil. Und wenn ich merke, dass die Tiere praktisch zum Ende der Fütterungsgier neigen, dann stelle ich denen dann die Mineralien hin, in Gritform, in Pulverform, in Picksteine, zusätzlich noch ein paar Sämereien, ein paar Haferflocken, und das mische ich. Und dann wird man feststellen, wie das die Mineralversorgung vonnöten ist. Und abends bekommen sie dann das Futter, was ich angemacht habe, eben praktisch zur vollen Sättigung. Und den nächsten Tag dann mache ich nach wie vor meine prophylaktische Maßnahme. Das heißt eben auch mit Kräuterölen oder mit gewissen Produkten, natürliche Produkte auf dem Atemwegsgebiet oder eben eventuell eben auf dem Trichomonadegebiet und vor allen Dingen immer was für die Atemwege. Und dann erfolgt eben dann Mitte der Woche erfolgt dann doch eine höhere Menge von Vitaminen, Lecithin, die Elektrolyte, die Aminosäuren und dann vor allen Dingen auch das Carnitin. Und das bekommen sie natürlich dann in sehr ausreichender Form. Dementsprechend muss ich auch meine Futteranteile dementsprechend auch anpassen. Und dann sehe ich natürlich schon die Entwicklung für den nächsten Flug. Nach 2 Tagen muss einfach die Form
praktisch herbeigeführt werden bis zum Ende. Und nicht Anfang der Woche, sondern bis zum Ende. Ich arbeite auch sehr viel mit Öle, was ich auch sehr mit einbaue, ist vor allen Dingen auch das Reiskeimöl, das für mich auch eine sehr große Bedeutung hat und sehr gute Erfahrungen hatte damit bis jetzt. Und wie gesagt, dann zum Ende der Woche steigere ich natürlich auch die Futtermenge von der Qualität her, dass es mehr fetthaltiger ist. Da lege ich einen großen Wert drauf. Aber es darf nicht belastend sein, ne, von der Zusammenstellung. Fettreich ja, aber es gibt eben im Handel sehr große Unterschiede. Und was ich natürlich dann Ende der Woche bekomme, ist natürlich dann immer, entweder, wenn die Einsatzzeiten sehr spät sind, ein kaltes Bad, nochmal zusätzlich für die Durchblutung. Und Anfang der Woche nach dem Flug tue ich natürlich meine Tauben alle selbst durchbaden. Die Massage erfolgt eben von den Beinen her, über den Brustbereich, im Flügel drin, dass eben, wie es bei jedem Sportler ist, eine richtige Entspannung herbeigeführt wird oder keine Verkrampfungen, dass man da eben durch Massage, Lockerungen und alles herbeiführen tut. Genauso wie bei jedem Leistungssportler. Und ich sage immer, man muss dann da auch den Stoffwechsel beobachten. Wenn ich dann so ein Bad durchziehe, da muss das Wasser dementsprechend auch eine sehr hohe Temperatur haben, dass man dann sieht auch unten, wenn man die Massage durchführt, die Gerinnung des Blutes, die Adern, alles. Und dann bekommt man nach kurzer Zeit, nur simpel und einfach gesagt, wenn man die rote Farbe, wie es jeder gern sehen tut, vorfindet, dann ist man am richtigen Weg. Bleiben die Tauben bläulicher Art und dann haben sie Stoffwechselprobleme. Das heißt also von vornherein schon falsche Ernährung, total falsche Ernährung. Und wo ich eben einen großen Wert drauf lege, bei der ganzen Energiegewinnung, ist eben, wie ich oftmals schon erwähnt habe, Magnesium in flüssiger Form mit B12. Und was für mich persönlich unentbehrlich ist, und das wird auch ein sehr hohes Ausmaß wird es angeboten, und zwar das Vitamin 1. Es hat für mich eine sehr große Bedeutung. Ja, und dann mache ich natürlich auch nochmal was für den Gelenkstoffwechsel, Bewegungsapparat, was auch nochmal mit hinzugeführt wird, dass die ganze Gelenkfunktion, alles, nicht nur durch die Massage, es gibt auch gewisse Zusätze, die man anbieten kann, die vernünftig eben sind und auch wirkungsvoll sind. Das ist alles für mich eine große Bedeutung. Und wie gesagt, Aminosäuren sowieso. Ja. Ich tue auf verschiedene einzelne Aminosäurengruppen oder auch selbst Vitamingruppen dann noch verstärken, was eben für den ganzen Muskelaufbau, für die gesamte Kondition positiv sich auswirken tut. Ne? Und ich tue natürlich auch eine große Unterstützung für den Leberstoffwechsel herbeiführen, das für mich auch sehr bedeutsam ist. Und ich gebe dann auch nochmal
wenn ich meinen, ja gut, die Taube könnte oder müsste oder bräuchte nochmal so eine Kopfinjektion, das heißt also nochmal so ein Vitaminenergieposter, was die Taube eben für mich persönlich sehr zu einer Explosion herangeführt wird. Von seinem Verhalten vor dem Einkorb und so weiter. Ich bin natürlich ein Züchter, der viele Handhabungen mal tut mit der Aktivierung oder gewisse Einflüsse bezüglich der extrem schnellen Rückkehrquote. Das liegt mir eigentlich fern. Mir liegt immer nur die gesamte Ernährungsphase. Dass ich natürlich auch, das muss ich auch sagen, bei gewisse ab Mitte der Woche, bei den hohen Vitamingehalten, was eben für die Leistungsfähigkeit oder Leistungsfähigkeit benötigt wird, lege ich einen großen Wert darauf, dass es abends immer frisch gemacht ist. Weil abends in der nächtlichen Ruhephase kommt es viel besser zur Geltung und zur Verwertung. Das sind so meine Feststellungen, als wenn man das nur morgens gibt und dann abends sagt man, ja gut, normales Futter ist auch vonnöten, aber ist ausreichend. Ne? Ja. Und das eben auch dann nochmal gewisse, ich muss nochmal sagen, für die Muskulatur benötige ich eben auch Produkte, die einen sehr hohen Anteil von Aminosäuren haben. Ich habe zum Beispiel da Produkte da, oder ein Produkt mit 18 verschiedenen Aminosäuren. Und das ist einfach für mich extrem wichtig. Dann ist es auch wichtig, dass man hier noch mehr Sauerstoff herbeiführt. Je mehr rote Blutkörperchen vorhanden sind, und desto mehr Sauerstoff hat man herbeigeführt. Ich arbeite auch noch mit Leinöl, weil ich meine, bei einer Überbelastung der Leber und durch eine eiweißreiche Fütterung kann es durch das Leinöl auch nochmal einen positiven Effekt haben, dass es noch eine Schutzmaßnahme ist. Was ich natürlich auch noch mache, das sind eben, wie gesagt, intensiv die Bäder. Und dann der nächste Tag bei der Gesundheitsvorkehrung oder prophylaktischen mache ich eben auch meine Nasetropfen, dass die Kanäle noch zusätzlich frei sind, dass die Augen klar sind, keine Entzündungsherde durch den Kopfaufenthalt, durch Picken und so entstanden sind. Und dass ich vor allen Dingen auch, sei es auf dem natürlichen Weg von Kräutersubstanzen oder in Anführungsstrichen von der Medizin her, von Atemwege, durch gleichzeitig auch immer den gesamten Rachenraum durch eben mit dem Wattestäbchen mehrmals reinigen, dass das auch eine Wirkung hat. Weil man hat vielleicht auch Tiere, die vielleicht nicht so extrem diese Menge, was vonnöten wäre, aufnehmen
Und deshalb eben die Zusatzmaßnahme, die bei mir gar nicht wegzudenken ist, wo ich immer wieder den Rachenraum intensiv eben einpinsel. Ja, das sind eben, wie gesagt, so, man könnte da noch viel mehr darüber sprechen, über die gesamte Vitamingruppen und was auch so durch die Antioxidantien, Aminosäuren, ne, über Leucin oder Methionin eben, was das eben alles für Aufsaugstoffe für die Muskulatur und für den Zellschutz und so weiter. Was eben auch sehr wichtig ist dann eben, dass da das mit eingebaut wird, um die notwendige Höchstleistung und auch der Sauerstoffgehalt und die Energieproduktion vor allen Dingen in den Muskelzellen sicherstellt. Aber das sind noch sehr, sehr viele Punkte, die ich dann im Einzelnen immer mit dem Züchter noch eben ausdiskutiere oder empfehle. Und das ist eben für mich so eine intensive Betreuung und Versorgung. Und ich sage immer, man muss dann auch dazu stehen, wenn ich dann natürlich dann im ersten Gespräch schon höre, ja, das wird aber so viel und das, oder ist eine abneigende Haltung gegen Vitamine und so, ja, dann ist das für mich schon keine Basis mehr, mit jemandem da irgendwie eine Betreuung voranzutreiben. Ich sage immer, jeder hat schon so viele Systeme probiert. Und ich sage immer, wenn du bereit bist, einen Umdenkungsprozess durchzuführen, und dann können wir miteinander eben auch das praktizieren. Da bin ich auch gerne bereit dazu. Ich opfere mich auch dafür, ne? Weil ich möchte, sage ich immer, den Erfolg haben mit den Züchtern, die ich dann betreue. Und die einzelnen Ergebnisse, was ich alles nur immer am Rande erwähnt habe, alles aufzuführen, das wäre ja viel zu lange. Und weil die Ergebnisse, die sprechen einfach für sich, dann kann jeder selbst urteilen, wenn man sich die heranholen tut. Das kann alles über das Internet erfolgen. Und ich kann nur sagen zu jedem, dass sie sicher sein können, dass sie eine faire Beratung und Betreuung erhalten, weil ich muss nochmal sagen, ich möchte ihren Erfolg und dafür tue ich mein Bestes und darüber können sie auch wirklich von einem Erfolgsrezept vor meiner Zeit, die 30 Jahre, und in meiner Zeit auf höchstem Niveau profitieren. Und ich kann immer nur sagen, wer Interesse hat, kann sich unverbindlich melden. Ich bin gerne bereit, eben die wahrheitsgemäße, ehrliche Betreuung ohne Wenn und Aber wirklich preiszugeben. Und deshalb, wie gesagt, nochmals, es geht nur über die gesamte Versorgung. Und ich sage immer auch nochmal zu einer besinnlichen Anmerkung als Schluss, weil ich höchste Achtung habe, weil meine Einschätzung ist die, es gibt auf dieser Erde, gibt es für mich kein Lebewesen, das zu hören
und größeren sportlichen Ausdauerleistung fähig ist als unsere Brieftauben. Und deshalb habe ich den größten Respekt auch davor. Vor allen Dingen Achtung und die Liebe zum Tier stehen für mich vor blinden Ehrgeiz. Viele Grüße, alles Gute und ich hoffe, ich konnte neue Überlegungen mit heranführen und viel Erfolg und viel Spaß.